Ja, kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, da liegt die AfD in den Umfragen auf den vorderen Plätzen. Und in Thüringen, da könnte die Partei sogar stärkste Kraft werden. Ja, Marie, dafür gibt es natürlich auch Gründe, denn in den neuen Bundesländern herrscht Unzufriedenheit, sagen Experten. Dabei ging es im Freistaat wirtschaftlich ja sogar voran. Und Tatjana Ohm war dort in Thüringen unterwegs und hat sich einen Überblick über tatsächlich die Wirtschaft im Lande verschafft. Schon früh um 9 ist die Wartburg oberhalb Eisenachs gut besucht. Gruppen kommen, um ganz freiwillig, anders als er selbst, auf Luthers Faden zu wandeln. Für den Tourismus in Thüringen ist die historische Stätte von enormer Bedeutung. Die Wartburg ist für uns immens wichtig. Es ist einer unserer Leuchttürme neben Erfurt, neben Weimar und auch dem Rennsteig, weil wir brauchen erstmal was die Touristen nach Thüringen zieht. Und damit spielen wir eben mit diesen 4 Elementen, mit unseren 4 Leuchttürmen, weil das ist das, was den Leuten am meisten bekannt ist. Und damit locken wir sie nach Thüringen. Und wenn sie einmal hier sind, zeigen wir ihnen auch den Rest. Und diese Ankerpunkte brauchen wir im Tourismus. Knapp 90% der Touristen kommen aus den benachbarten Bundesländern, aber gerade die Wartburg ist auch bei Amerikanern und Asiaten beliebtes Reiseziel. Thüringen insgesamt ist vor allem ein Ziel für Kurztrips. Nach den schweren Corona-Jahren, so erzählt mir Maja Neumann weiter, gehen die Zahlen nun endlich wieder nach oben. Wir waren im 2023 bei 9,9 Millionen Gästen. Also wir machen das immer an der statistischen Übernachtungszahl fest. Und wir sind jetzt im ersten Halbjahr 2024 schon bei 4,6 Millionen Besuchern. Und das ist ein deutlicher Aufwärtstrend. Der Tourismus steht sehr gut da. Wir sind mit 3,8 Milliarden Euro Bruttojahresumsatz genau zwischen der Automobilbranche und dem Maschinenbau, also gut situiert. Neben den gut situierten klassischen Wirtschaftsbranchen werden auch in Thüringen neue Technologien immer wichtiger. Start-ups werden gefördert durch den Freistaat, so wie hier bei Janova, wo man nichts weniger als die Digitalisierung des Sports vorantreiben will. Den Anfang macht ein Chip im Tischtennisschläger. Ja, wir bei Janova entwickeln sozusagen smarte Sportsensorplattformen. Hier jetzt im Tischtennis ist ein kleiner Sensor im Schläger verbaut, der jeden Schlag mit bis zu 10.000 Messwerten erfasst. Die unterschiedlichsten Schlagarten werden angezeigt. Irgendwann soll die KI so weit sein, dass sie dem Spieler ganze Trainingspläne mitgibt. Eine Idee, deren Ausarbeitung und Implementierung ohne die Hilfe der Thüringer Fördertöpfe nicht Realität geworden wäre. Also ich muss sagen, die Unterstützung im Start-up-Ökosystem in Thüringen ist genial. Wir sitzen hier im Gründerzentrum, kaltmietenbefreit beispielsweise. Wir sind sozusagen durch ein Mentoring-Programm, die Trip-Class, gegangen, Accelerator-Programm. Wir haben verschiedene Fördertöpfe, Get Started Together und so weiter. Hier aus Thüringen wirklich auch finanzielle Zuwendung bekommen. Mittlerweile sind die Schläger seit einem Jahr auf dem Markt, der Umsatz im 6-stelligen Bereich. Für absolute Gelegenheitsspieler vielleicht nicht notwendig, doch auf Amateur- und Profi-Ebene erhoffen sich die Gründer, selbst begeisterte Tischtennisspieler, ein gutes Geschäft. Und das Land Thüringen kann sich sicher sein, seiner Wirtschaft ein weiteres, wenn auch noch kleines Mosaiksteinchen hinzugefügt zu haben.